Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Thank you for always listening to my devotion. Danke, dass ihr euch immer meine Andachten anhört. I'm so pleased. There are people in Asia listening to this. Ich freue mich so, dass sogar Menschen aus Asien zuhören. People in Europe, in America, so many places. Und Menschen aus Europa, Amerika und vielen anderen Gegenden. Thank you. Danke euch. So once your heart gets consumed, Wenn also dein Herz verzehrt wird, and you don't go back to the very beginning where Jesus fulfills all of your needs, und du nicht ganz an den Anfang zurückgehst, wo Jesus all deine Bedürfnisse erfüllt hat, then you will continue the journey to the 10 steps. wirst du die Reise dieser 10 Schritte immer weiter fortsetzen. So the next step that your heart will be led to is, Als nächsten Schritt wird dein Herz in folgende Richtung geleitet werden. you will constantly struggle against sin. Du wirst ständig mit der Sünde zu kämpfen haben. Now here's what happens. Und Folgendes wird geschehen. Because you're a Christian and you know that sin is wrong, Weil du ein Christ bist und weißt, dass Sünde falsch ist, so you enter this terrible fight to try to overcome that sin. wirst du in diesen schrecklichen Kampf eintreten und versuchen, die Sünde zu bezwingen. Why is this a terrible fight? Warum ist es ein schlimmer Kampf? Because your heart has already been drawn away so far that you can't win that fight. Weil dein Herz schon so weit weggezogen wurde, dass du diesen Kampf nicht mehr gewinnen kannst. So you are telling your heart, hey, I can't do that. Du sagst also zu deinem Herzen, hey, ich kann das nicht tun. But your heart, you can't fool your heart, never. Aber du kannst dein Herz niemals täuschen. Niemals. Your heart has already gotten consumed with those things that you allowed it to be consumed. Dein Herz wurde schon von diesen Dingen gelebt und verzehrt und du hast es zugelassen, dass es geschieht. I want you to always remember, Ich möchte, dass du niemals vergisst. at any moment, Du kannst jeden Moment you can stop and say, hey, my heart got drawn away. innehalten und sagen, hey, mein Herz hat sich abgewendet. I realized I had a need, I had a lack, Ich habe festgestellt, dass ich einen Mangel hatte and I didn't let Jesus fulfill it. und es nicht zuließ, dass dieser Mangel durch Jesus ausgeglichen werden konnte. And I'm going right back to let Jesus be the one who fulfills all my desires. Und ich werde jetzt sofort dahin zurückgehen, wo Jesus all meine Bedürfnisse erfüllt. So once your heart is so far drawn away that you constantly struggle against this sin, Wenn sich dein Herz schon so weit entfernt hat, dass du ständig gegen die Sünde kämpfst, here is what happened. wird Folgendes geschehen. You are overcome by the sin, Du wirst von der Sünde bezwungen, but then you fight and you have a few days victory. aber dann kämpfst du weiter und kannst ein paar Tage im Sieg leben. So you feel a little better. Es wird dir etwas besser gehen You think, oh, this is wonderful. und du denkst, das ist wunderbar. But you will always fall back again because this struggle is so real. Aber du wirst immer wieder Rückschläge erleiden, weil dieser Kampf so real ist. So you have to understand Du musst verstehen, that it's a progression. dass es ein Fortschreiten ist. All those 10 steps, they progress. It always gets further and further and further. All diese 10 Schritte sind eine Entwicklung. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Don't fool yourself and think it's going to remain the same. Betrüge dich nicht selber und denke, es wird immer so bleiben. It never will. Das wird es niemals. So once you've already let your heart to be so far drawn away Wenn du es zugelassen hast, dass dein Herz sich so weit entfernt hat, that you live in this constant struggle, you overcome sin and then you fall back. You overcome sin, you fall back. dass du in diesem ständigen Kampf lebst, wo du die Sünde bezwingst und wieder zurückfällst, Don't go back to the source that fulfills all of your needs. du jedoch nicht zur Quelle zurückgehst, die all deine Bedürfnisse erfüllt, Your heart will be drawn away to the next step. dann wird sich dein Herz zum nächsten Schritt weiter entfernen. The next step is you will simply give yourself to that which now already consumes. Der nächste Schritt ist, dass du dich einfach dem hingibst, wonach du dich jetzt schon verzehrst. Why are you going to give yourself? Warum wirst du dich dem hingeben? Because there comes a moment where you just can't do it anymore. Weil ein Moment kommen wird, wo du nicht mehr anders kannst. There comes a moment where you've become so weary and tired from this battle Es kommt ein Moment, wo du so ausgezehrt und müde bist von diesem Kampf, that you say to yourself, what's the point? dass du dir selber sagst, was soll's? I can't. Ich kann's nicht. I've tried. Ich hab's versucht. I can't. Ich kann's nicht. So I'm going to quit. Ich werde aufgeben. Your heart is actually now making the decision it's better to quit because I can't win the victory anyhow. Dein Herz trifft also jetzt die Entscheidung, dass es besser ist aufzugeben, weil du den Sieg sowieso nicht erringen kannst. So you are surrendering to that which already started, with which you already have started to struggle. Du gibst dich also dem hin, womit du bereits zu kämpfen hattest. And now, because you've given yourself to what has consumed you, Und weil du dich dem jetzt hingegeben hast, was dich bereits gelebt
gelebt und verzehrt hat, now you will always lose. wirst du jetzt immer verlieren. Now these sinful habits, the sinful behaviors, they've actually become a part of you. Und somit werden diese sündhaften Verhaltensweisen einen Teil von dir. Now in the beginning, you will probably do it very secretly. Am Anfang wirst du das wahrscheinlich sehr heimlich tun. But you know, sin is deceitful. Aber weißt du, die Sünde ist hinterlistig. Hebrews says, be careful because of the deceitfulness of sin. Hebräer sagt, seid wachsam gegenüber dem Betrug der Sünde. It deceives us thinking that we can continue that way and we'll be okay. Sie betrügt uns, indem wir denken, dass es in Ordnung ist, wenn wir so weitermachen. But the Bible also says that it hardens us. Aber die Bibel sagt auch, dass uns das verhärtet. See, once you give yourself to the thing that has consumed you, it will harden your heart. Wenn du jetzt diese Liebe dem schenkst, das dich lebt und verzehrt, wird sich dein Herz verhärten. And a heart that has become hardened will always be a heart of unbelief. Und ein Herz, das hart geworden ist, wird immer voller Unglauben sein. Now you're in trouble. Und jetzt bist du in Schwierigkeiten. Unless you come to the place and you stop. Außer du kommst an einen Punkt, wo du sagst, stopp. Not try to get better, Du versuchst nicht, es besser zu machen, but stop and go back to the very beginning. sondern du hörst auf und gehst vollkommen an den Anfang zurück. Go to Jesus. Geh zu Jesus Say, Jesus, und sage, Jesus, problem is not that I've given myself to the sin that has now consumed me. das Problem ist nicht, dass ich mich der Sünde hingegeben habe, die mich jetzt verzehrt hat. That's not the problem. That's a consequence. Das ist nicht das Problem, sondern eine Konsequenz. Problem is that you were not the source of fulfilling all of my needs. Das Problem ist, dass nicht du die Quelle warst, die all meine Bedürfnisse gedeckt hat. And I'm going to come back to you. Ich werde zu dir zurückkommen. If you do not do that, you will for sure go the next step because your heart will always take these 10 steps. Wenn du das nicht machst, wirst du ganz sicher den nächsten Schritt tun, weil dein Herz immer diese 10 Schritte gehen wird. And I'm going to tell you tomorrow. Ich werde dir das morgen erklären. See ya. Bis morgen!